Wir hatten sie die Memphis Belle getauft. Unser Kommandant kam aus Memphis in Tennessee. Und bei dem Mädchen, da hat er einen gewissen Ruf. Und so sind wir eben darauf gekommen und haben sie Memphis Belle genannt. Sie war ja auch eine Schönheit. Eine B-17 mit 4 Motoren, 5 MG-Kanzeln. Und sie konnte 3 Tonnen Bomben schleppen. Wir sind ein halbes 100 Einsätze mit ihr geflogen über Frankreich, Belgien, Deutschland. Sie hat uns immer wieder heil nach Hause gebracht. Jedenfalls fast immer wieder. Fliegende Festungen. Die B-17 waren die ersten, die eingesetzt wurden. 10 Mann gehörten zur Besatzung. Der Pilot, sein Co-Pilot, der Navigator, der Bombenschütze, der Funker und 5 MG-Schützen. 10 Männer, die auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen waren. Kommandant der Memphis Belle war Captain R.K. Morgan aus Asheville, North Carolina. Wir hatten unseren ersten Einsatz schon hinter uns und fühlten uns bereits als alte Krieger. Heute, am 9. November 1942, ging es gegen Saint-Nazaire, einer der großen deutschen U-Boot-Stützpunkte an der französischen Atlantikküste. Die ersten Einsätze der neuen Langstreckenbomber waren ohne Verluste abgelaufen. Sie flogen in großer Höhe, für die deutsche Flak fast unerreichbar. Und die deutschen Jäger hatten sich auf den neuen Gegner noch nicht eingestellt. Der blieb in fester V-Formation und war durch seine nach allen Seiten schießenden MG wie ein waffenstarrender Igel zunächst unangreifbar für sie. Die in die Steilküste eingebauten Betonbunker der U-Boote zu treffen, waren wir diesmal verhältnismäßig niedrig von See aus angeflogen und hatten gehofft, auf die Art auf dem feindlichen Radar zu entgehen. Das war ein Irrtum gewesen. Schon über See hatten sich ihre Abfangjäger auf uns gestürzt und jetzt flogen wir im Bereich ihrer Flakbatterien. Der Neidensinn lassen, ihr Flak schoss verdammt genau. In ein paar Sekunden war unser Leitwerk durchlöchert wie ein Sieb. Unsere Bomben und machten, dass wir wegkamen. Wir flogen landeinwärts, wollten wieder auf Höhe gehen und in weitem Bogen über See abfliegen. Aber das Flakfeuer hatte unsere Formation ein wenig durcheinander gebracht. Und dann waren auf einmal die Jäger wieder da. Taktik. Griffen den Rotten an, flogen in unseren Pulk hinein und drängten den einen oder anderen aus der Formation heraus. Zwei aus meiner Staffel erwischten sie auf die Art.
Die schmierten ab und ich sah keinen, der noch mit dem Fallschirm rausgekommen wäre. Dann sah ich über uns die zweite Staffel meiner Gruppe auf anderen Kurs gehen. Später hörte ich, dass sie die französische Küste für die von England gehalten haben. Die Deutschen hatten Leuchtzeichen geschossen, die genau wie die unseren aussahen. Von dem Angriff auf Saint-Nazaire am 9. November 1942 kehrten 5 der fliegenden Festungen nicht zu ihren Ausgangsbasen zurück. Für die alliierte Luftkriegführung war das ein Schock. Die Bombenangriffe auf Hitlers Europa wurden gestoppt. Man musste erst die Fehler, die gemacht worden waren, verarbeiten. Das Fiasko von Saint-Nazaire durfte sich nicht wiederholen. Eins hatte der Angriff auf Saint-Nazaire allerdings bewiesen. Die B-17 war ungeheuer hart im Nehmen. Maschinen mit zerschossenem Leitwerk, durchlöcherten Tragflächen, ausgefallenen Motoren, Flugzeuge mit mehr als 100 Treffern waren vom Feindflug zurückgekehrt. Die fliegenden Festungen hatten sich bewährt. Nach Auswertung aller Erfahrungsberichte wurden die Bombenangriffe auf die deutschen Flottenstützpunkte an der französischen Atlantikküste wieder aufgenommen. Was hatte sich als Fazit ergeben? Die B-17 war als Langstreckenbomber unerreicht. Das Norden-Bombenzielgerät galt als das Beste in der Welt. Die Navigation war entscheidend verbessert worden und als ausschlaggebender Faktor: die Produktion in Amerika konnte so gesteigert werden, dass Angriffe nicht mehr wie bisher nur mit 30 bis 35 Maschinen geflogen wurden, sondern für Großunternehmen bis zu 1500 Flugzeuge eingesetzt werden konnten. Das Ziel war wieder Saint-Nazaire. Der Auftrag: im Flächenbombardement Versorgungsanlagen und Verkehrsverbindungen zu den U-Boot-Zentren zu zerstören und die in ihren Betonbunkern praktisch unangreifbaren Unterseeboote von ihrem Nachschub abzuschneiden. Die Memphis Belle war jetzt Führungsflugzeug. Wir flogen diesmal in großer Höhe an, sodass wir erst in Reichweite der Flakgeschütze gerieten, als wir zum Bombenwurf auf Angriffshöhe hinunter mussten. Wilson im zweiten Schwarm musste Treffer in einen seiner Kraftstofftanks erhalten haben. Er scherte aus und ich habe ihn dann nicht mehr gesehen. Es war der 3. Januar 1943. Ziemlich kalt, aber klares Wetter. Um nicht in den Bereich der schweren Küstenflakbatterien zu kommen, hatten wir einen Schlenker landeinwärts gemacht und kamen so von hinten an unsere Ziele heran. Sie hatten unser Manöver natürlich schnell spitz gekriegt. Die ersten Jäger tauchten auf. Womit wir nicht gerechnet hatten, war der starke Gegenwind, gegen den wir plötzlich an mussten, als wir zum Zielanflug eintreten.
Unsere Bodengeschwindigkeit ging bis auf 90 herunter. Das hieß, bis zum Bombenwurf würden wir 2,5 Minuten im Geradeausflug bleiben müssen, statt normalerweise nur 50 Sekunden. Und das würde für die Jäger und für die Flak ein Festessen sein. Noch 20 Sekunden. Im Zielanflug übernimmt der Bombenschütze die Führung der Maschine. Das kostet Nerven, wenn man da sitzt und nichts tun kann. Noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Bomben ab! Beim Abflug über See empfingen uns gleich vor der Küste 2 Staffeln Spitfire, die sie uns als Begleitschutz für den Heimflug entgegengeschickt hatten. Und dann war unter uns die englische Küste. Die Spannung löste sich. Bis hierher konnten sie uns nicht folgen. Der Angriff auf Saint-Nazaire vom 3. Januar 1943 war das Signal für eine Reihe weiterer schwerer Schläge gegen die deutschen Flottenstützpunkte am Atlantik. Schläge, von denen sich die U-Boot-Waffe nicht mehr erholte. Ein großer Teil der fliegenden Festungen war jetzt frei für Einsätze gegen Ziele im Hinterland. Industriezentren, Nachschubwege. Die Memphis Belle hatte eine ganze Menge durchgestanden. Captain Morgan konnte sich auf seine Crew verlassen. Zu Hause waren sie Automechaniker, Heizungsinstallateure, Fliesenleger, Bankangestellte. Jetzt gingen sie genauso professionell mit dem 18er Funksatz oder dem Bombenzielgerät oder einem 50er Bord-MG um, das an die 600 Schuss in der Minute rausrasseln kann. Am Boden sind sie nicht gerade die zackigsten Soldaten, aber in der Luft hätte ich mich auf keinen anderen verlassen mögen, wenn wir von den Jerrys gejagt wurden. Wir hatten den Auftrag, Lille in Nordfrankreich anzugreifen. Die Schwerindustrie in Lille war von den Deutschen übernommen worden und arbeitete auf Hochtouren. Entsprechend stark war auch die Abwehr organisiert. Mein Heckschütze J.P. Quinlan, der war gerade 19, schoss schon im Anflug auf Lille seine erste Messerschmitt ab. Jedenfalls konnten wir unsere Bomben abladen und wollten nun zusehen, dass wir so schnell wie möglich wieder nach Hause kamen. Aber wir hatten die Rechnung ohne die Jerrys gemacht. Sie waren hinter uns her wie der Teufel hinter der armen Seele.
Quinlan schoss seinen zweiten ab. Den dritten und den vierten. Der fünfte, der anflog, erwischte ihn dann selbst. Ein Feuerstoß riss die Verkleidung der MG-Kanzel weg. Quinlan wurde an Armen und Beinen getroffen, schoss aber weiter. Und auch der letzte jagte wie eine brennende Fackel nach unten.